Willkommen bei Lego Calisthenics. Mein Name ist Achim, ich bin Calisthenics-Athlet und mein Ziel ist es, euch besser in dem Sport zu machen. Im heutigen Video möchte ich mit euch über den vermutlich größten Fehler reden, der im Calisthenics Skill Training oder im Training für statische Übungen gemacht wird. Wenn du also Probleme damit hast, Fortschritte zu machen, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an. Ich denke, es könnten einige ganz hilfreiche Tipps für dich dabei sein. Skilltraining ist jetzt vielleicht kein ganz abgrenzbarer Begriff, aber wenn ich das Wort in diesem Video verwende, dann meine ich damit Training, das darauf abzielt, einen bestimmten Move, der meistens in Verbindung mit Kraft steht, zu lernen. Die Dynamics lasse ich dabei jetzt mal eher weg. Das, wovon ich spreche, bezieht sich eher auf Statics oder Übungen, bei denen es mehr um Kraft als um Technik geht. Ich will gar nicht lange herumreden, sondern gleich zur Sache kommen und euch erklären, welcher allgemeiner Fehler so häufig gemacht wird und warum er dazu führen kann, dass ihr langsamer Fortschritte macht, als ihr machen könntet. Und zwar ist die Ursache dafür, dass viele Leute nicht so an ihr Ziel kommen, wie sie es gerne hätten. Einfach, dass sie zu unspezifisch trainieren. Aber was bedeutet das jetzt? Wie wir ja wissen, braucht der Körper immer einen möglichst spezifischen Reiz, der sich an eine bestimmte Sache anpassen soll. In der Trainingswissenschaft ist das ja auch nichts Neues. Falls ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann könnt ihr euch auch mein Video zu ausbleibenden Fortschritten interessieren. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie auch immer, oft wird es gar nicht so trainiert, dass auf die falschen Muskeln abgezielt wird oder dass die falschen Vorübungen gemacht werden, sondern das Problem ist meistens, dass ganz einfach zu wenige Versuche von einer gewissen Übung gemacht werden. Um euch das zu veranschaulichen, möchte ich euch das Ganze anhand einer Person erklären, die, sagen wir mal, einen Frontlever lernen will. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Was ich euch jetzt anhand vom Frontlever erklären werde, ist natürlich auch auf andere Übungen übertragbar. Wenn ich jetzt einen Frontlever lernen will, dann bieten sich viele Übungen an, die ich machen könnte, um meinen Körper daraufhin zu trainieren. Ich könnte zum Beispiel einfach mal Klimmzüge machen, um meine Zugmuskulatur zu kräftigen. Oder Planks, um im Bauch und in der Körpermitte stärker zu werden. Außerdem könnte ich Takt oder One-Leg-Takt Frontlever Holds machen, um mich langsam anzunähern. Mit Frontlever Races oder als Alternative eventuell Ice Cream Makers komme ich der ganzen Sache auch schon einmal näher. Das sind jetzt alles Übungen, die durchaus Sinn machen und ich würde es euch auch empfehlen, einige dieser Übungen in euer Training einzubauen, aber sie alle haben einen Haken. Und zwar sind sie nicht die eigentliche Zielübung und großteils auch noch nicht einmal eine erleichterte Vorversion der Zielübung, die ihr schaffen wollt. Nur die Ice Cream Makers oder die Frontlever Races sind eine direkte Vorversion zum Frontlever. Zumindest wenn man sie so macht, dass man versucht in der Horizontalen stehen zu bleiben oder so langsam wie möglich abzusinken. Wie wir aber gerade gehört haben, braucht der Körper ja möglichst realistische Reize, um sich an eine Zielbewegung anpassen zu können. Also Reize, die die Zielbewegung möglichst gut nachahmen. Und genau da liegt jetzt das Problem und der Fehler, den viele machen. Obwohl sie schon stark genug werden, saubere Versuche von einer Übung zu machen, machen sie weiter und weiter nur Vorübungen, die zwar nicht schaden, die aber die frische Kraft, die in eigentliche Versuche gesteckt werden könnte, rauben. Dadurch setzen sie einfach keinen effektiven Reiz, der es ihrem Körper erlaubt, über sein Limit hinauszukommen und machen einfach nur schlechte oder gar keine Fortschritte. Wenn man einmal die nötige Grundkraft aufgebaut hat und stark genug ist, wirklich qualitative Versuche von einer Übung, die man schaffen will, zu machen, dann sollte man das auch in erster Linie tun. Und zwar so viel wie möglich, also so viel wie Kraft und Regenerationszeit es zulassen. Wenn ich eine Übung oft wiederhole und immer mit frischer Kraft trainiere, dann erlaube ich es meinem Körper, optimale Fortschritte zu machen, weil ich die Prioritäten entsprechend gesetzt habe. Der Körper hat nun mal nur begrenzte Energiereserven und er könnte nicht von jeder Übung jeden Tag unendlich viele tolle Versuche machen. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr die Übungen, die euch wichtig sind, eher am Anfang eures Trainings mit frischer Kraft macht. Wenn ich also den Frontlever können möchte und es schon schaffe, kurz in die Position zu kommen und dagegen zu halten, während ich langsam absinke, warum sollte ich dann meine Zeit und Kraft damit verschwenden, zum Beispiel Takt-Holds zu machen, solange ich noch Kraft für Versuche hätte? Schließlich kann sich mein Körper ja sonst nicht ideal an das Ziel anpassen. Hier habt ihr das Ganze jetzt mal auf ein paar andere Übungen übertragen. Wenn ich einen One-Arm-Pull-Up lernen will und schon ein wenig hochkomme, warum sollte ich dann normale Klimmzüge trainieren, bevor ich einfach Versuche machen könnte? Wenn ich eine Fahne lernen will und mich gestreckt, langsam und kontrolliert herunterlassen kann, während ich versuche, dagegen zu halten, warum sollte ich dann extrem viele Bauch- oder Schulterübungen machen, anstatt einfach mal zu üben? Oder wenn ich einen Backlever können will und mir nicht viel fehlt, beim Herunterzukommen stehen zu bleiben und dagegen zu halten, warum sollte ich dann ewig lange Takt-Holds trainieren? Das gleiche beim Planche. Wenn ich schon die Kraft habe, anständige Versuche hinzubekommen, bringt es irgendwann auch nicht mehr so viel, nur noch leichtere Vorübungen zu machen. Ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Ab einem gewissen Level ist es wirklich wichtig,
und wenn man den Mechanismus dahinter versteht, eigentlich auch logisch, dass man qualitativ hochwertige und konzentrierte Versuche von einer Zielübung macht, solange man noch Kraft dazu hat. Versteht mich bitte nicht falsch. Vorübungen, Abwandlungen und Variationen sind auf keinen Fall überflüssig, sondern in sehr vielen Fällen wirklich wichtig. Vor allem, wenn man noch gar keine Grundkraft aufgebaut hat. Schließlich würde ich auch niemals einen Doppelsalto probieren, bevor ich nicht locker einen normalen Salto kann. Genauso kann es gefährlich sein oder zur Verletzungsanfälligkeit führen, wenn man auf Übungen lostrainiert, für die man noch gar nicht die nötige Grundkraft hat. Abgesehen davon ist es sowieso auch wichtig, Variation der Übungen, als auch Variation der Wiederholungszeiten oder der Belastungszeiten in sein Training einzubauen, um einen ausgeglichenen Körper beizubehalten. Aber Vorübungen, Abwandlungen und Variationen können im Hinblick auf eine Zielübung dann nutzlos werden, wenn sie einen daran hindern, eigentlich zur Sache zu kommen und seine frische Kraft im Training in Versuche zu stecken, wenn man schon welche hinbekommen würde. Alles andere könnte dann danach ja sowieso machen. Es ist ja auch nicht gerade unwichtig, Übungen zu wiederholen, die man schon kann. Die helfen einem schließlich auch dabei, wiederum dann mehr Kraft für zukünftige Übungen, die man mal lernen will, aufzubauen. Aber man sollte die Prioritäten eben so setzen, dass es Sinn ergibt. Also, was lernen wir daraus? Wenn man eine bestimmte Übung lernen will, dann ist es wichtig, eurem Körper einen Reiz zu bieten, der möglichst nahe daran rankommt. So kann sich der Körper effizienter und schneller anpassen und ihr werdet schneller an eure Ziele kommen. An manchen Trainingstagen kann es aber natürlich auch sinnvoll sein, nicht nur Versuche zu starten, gerade wenn die euch vielleicht extrem viel Kraft kosten und ihr vielleicht nicht ordentlich regeneriert seid und aber trotzdem ein leichtes Training machen wollt. Trotz allem werdet ihr irgendwann einmal nicht mehr darum herumkommen, Versuche zu starten, wenn ihr Fortschritte machen wollt. Und die meisten Leute, die ich kenne, machen eher zu wenig als zu viel Versuche von Übungen, die sie lernen wollen. Wenn ihr zum Beispiel einen einarmigen Klimmzug lernen wollt, aber noch nicht einmal an einer Hand hängen könnt, ist es natürlich wichtig, die Vorarbeit mit anderen Übungen zu leisten. Das gleiche gilt für andere Übungen genauso. Aber sobald ihr es schafft, Vorübungen oder Versuche, die der Zielbewegung näher kommen, zu machen, dann solltet ihr das auch tun und nicht unnötig damit abwarten. Probiert im Training also immer wieder aus, ob ihr vielleicht schon stark genug seid, um das zu schaffen. Auch wenn ihr es euch vielleicht nicht zutrauen würdet. Wenn es geht, dann setzt um, was ich euch gerade erklärt habe, und wenn nicht, dann habt ihr noch ein wenig Geduld. Erwartet euch außerdem trotzdem keine Wunder. Auch wenn ihr jetzt erst startet, effizienter und gezielter zu trainieren, muss es natürlich trotzdem nicht heißen, dass ihr sofort alles können werdet. Es braucht natürlich trotzdem oft sehr viel Geduld und Beständigkeit. Bleibt also immer konstant und wirklich über längere Zeiträume hinweg an einer Übung dran, wenn ihr sie wirklich lernen wollt. Ich hoffe, ihr werdet mit diesen Tipps aus dem Video gute Fortschritte machen können und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn ihr noch Fragen oder Wünsche zu anderen Videothemen habt, dann könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Abonniert den Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr mich unterstützen wollt, und teilt das Video mit Trainingskollegen, wenn ihr der Meinung seid, dass es jemand nötig hat, das zu sehen. Wenn ihr außerdem noch mehr über das Training mit dem eigenen Körpergewicht lernen wollt, dann schaut euch mal die anderen Videos auf meinem Kanal an oder schaut dann mal auf meiner Website vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's auch schon mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.